Dein iPhone hält nicht mehr den ganzen Tag durch und muss ständig geladen werden. Ein Austausch des Akkus bringt dir wieder die gewohnte Leistung. Wie du den Akku austauschen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Die Reparatur ist leicht und du solltest ungefähr eine halbe Stunde einplanen. Das folgende Werkzeug empfehle ich dir: ein Pentaloop-Schraubendreher, ein Philips-Schraubendreher, ein Hartplastik-Plektrum, einen Saugnapf, einen Stahlspatel, eine Pinzette und einen Spatscher. Die genannten Werkzeuge findest du zusammen mit dem Ersatzteil in unserem Akkuset. Solltest du bei der Reparatur an einem Schritt nicht weiterkommen, benutze die bebilderte Anleitung auf unserer Internetseite. Dort findest du auch die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Viel Spaß bei der Reparatur! Bevor ich mit der Reparatur beginne, schalte ich das Gerät aus, damit ich keine Kurzschlüsse im Gerät verursachen kann. Bevor ich das Gerät öffnen kann, muss ich noch die beiden Pentaloop-Schrauben, die links und rechts von der Ladebuchse liegen, entfernen. Ich hebe jetzt das Display an, indem ich meinen Saugnapf relativ weit unten am Display ansetze und zusätzlich nehme ich mein Plektrum, mit dem ich das Gehäuse gegen den Tisch drücke. Ich hebe das Display mit dem Saugnapf an und sobald sich ein Spalt auftut, schiebe ich mein Plektrum dazwischen und versuche dann mit einer Hebelbewegung das Display vom Gehäuse zu lösen. Jetzt kann ich das Display anheben. Dabei ist aber zu beachten, dass an diesem Ende die Anschlüsse des Displays liegen und die dürfen nicht überdehnt oder zerrissen werden, weil sonst ist das Display beschädigt. Die Kontakte des Displays sind mit 5 Schrauben und einem Blech gesichert. Die 5 Schrauben dürfen nicht verwechselt werden, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann. Ich löse die Schrauben und entferne danach das Blech. Das Blech entferne ich vorsichtig mit der Pinzette. Jetzt liegen die Kontakte frei und ich kann sie nacheinander lösen. Ich beginne mit dem Anschluss für die Frontkamera und löse dann den Anschluss für den Home-Button. Danach löse ich den Anschluss für das Display und zuletzt den Anschluss für den Touchscreen. Und jetzt entferne ich das Display. Ich entferne jetzt den Vibrationsmotor. Dieser ist mit 2 Schrauben gesichert. Diese muss ich lösen und dann kann ich den Motor aus dem Gehäuse entfernen. Ich möchte jetzt den Akku trennen. Dieser ist mit 2 Schrauben und einem Blech im Gehäuse gesichert. Ich muss zuerst die beiden Schrauben lösen. Dann kann ich vorsichtig mit der Pinzette das Blech entfernen und mit dem Spatscher den Akkukontakt lösen. Der Akku ist mit 2 Klebestreifen im Gehäuse gesichert. Die beiden Enden der Klebestreifen kleben auf der Oberseite des Akkus und können mit dem Stahlspatel gelöst werden. Dafür geht man mit dem Stahlspatel vorsichtig an die Klebestreifen heran und versucht die hier zu lösen. Sieht nicht immer so schön aus, funktioniert aber gut. Bitte seid auf jeden Fall sehr vorsichtig, nicht dass ihr mit dem Stahlspatel in den Akku stecht. Ich kann jetzt den Akku lösen, indem ich die beiden Klebestreifen nacheinander herausziehe. Dabei muss ich beachten, dass ich die Klebestreifen flach ziehe und dass ich sie nicht reißen lasse. Ich ziehe die Streifen mit wenig Kraft und relativ langsam heraus, damit die Wahrscheinlichkeit kleiner ist, dass sie reißen. Zusätzlich halte ich den Akku fest, damit er nachher nicht rausfällt. Da jetzt die Streifen entfernt sind, kann ich den Akku aus dem Gehäuse heben und entfernen. So, hier habe ich jetzt den neuen Akku. Der ist noch in einer Schutzfolie, die ich entfernen muss. Ist nicht immer ganz so einfach, die auszupacken. Ganz wichtig, dass dabei der Akkukontakt nicht beschädigt wird oder überdehnt wird.
So, und dann können wir auch schon den neuen Klebestreifen auf der Unterseite anbringen. Ganz wichtig, dass der richtig herum liegt. Hier wird jetzt die blaue Folie abgezogen, damit später die beiden Laschen an den Akku angeklebt werden können. Ich ziehe jetzt vorsichtig die Folie ab und positioniere jetzt die beiden Streifen so, dass die beiden schwarzen Laschen über den Rand gucken. Drücke natürlich den klebenden Teil schon mal schön an und jetzt drehe ich mir noch den Akku um die beiden Laschen freizulegen, also von der Folie zu befreien. Ich nehme mir eine Pinzette zur Hilfe, um die beiden Laschen anzukleben. Um den neuen Akku ins Gehäuse zu kleben, ziehe ich die rote Schutzfolie ab und dann versuche ich erst einmal die Position zu finden. Dafür nehme ich den Akkukontakt zur Hilfe. Ich lege dann den Akku vorsichtig ins Gehäuse ein und drücke ihn an. Ich schließe jetzt den Akkukontakt wieder an. Danach setze ich das Blech wieder auf und verschraube dieses dann mit den beiden Schrauben. Ich setze den Vibrationsmotor wieder ins Gehäuse ein und beachte dabei, dass die Nase durch die Öffnung im Motor geführt wird. Danach kann ich den Motor mit den beiden gleich langen Schrauben wieder befestigen. Ich bringe jetzt das Display wieder an und dafür müssen zuerst die 4 Kontakte an das Logic Board angeschlossen werden. Die dürfen dabei nicht überdehnt werden oder gerissen werden. Ich beginne mit dem Kontakt für den Touchscreen, befestige dann den Kontakt für das Display, danach für den Home-Button und zuletzt für die Frontkamera. Jetzt kann ich die Kontakte mit dem Blech und den 5 Schrauben wieder sichern. Dabei ist es ganz wichtig, dass ich die Schrauben nicht vertausche. Eine zu lange Schraube würde in dem falschen Gewinde das darunter liegende Logic Board beschädigen. Mögliche Fehler wären ein Ausfall der Hintergrundbeleuchtung oder ein Bluescreen. Als nächstes kann ich das Display herunterklappen und somit das Gehäuse schließen. Dabei muss ich beachten, dass ich auf der Oberseite das Display am Gehäuse einhake und dann mit etwas Druck das Display im Gehäuse einhake. Um die Reparatur dann abzuschließen, müssen nur noch die beiden Pentalobe-Schrauben links und rechts von der Ladebuchse angebracht werden. Dein iPhone ist jetzt repariert und ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Solltest du an einer Stelle doch nicht weiterkommen, kontaktiere mich über iDock.eu, ich werde dir gerne helfen. In unseren How-To-Videos findest du schon einige Problemlösungen und Tipps und Tricks für dein iPhone. Schau dir doch die Videos mal an oder besuche uns auf Facebook.